Und ich habe mir sagen lassen, hier in der Türkei gibt es in der Apotheke einige Produkte, die für Bodybuilding-Fans sehr relevant sind. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier in der Apotheke alles abgegriffen haben. Und fangen wir mal an mit der absoluten Grundversorgung. Wahrscheinlich für die meisten interessant, Testosteron habe ich jetzt hier in der Form von Sustanon ergattert. Das war so ziemlich das einzige brauchbare Testosteron, was hier zu finden war. Als Alternative hätte ich nur Testosteron und Decanoat bekommen. Das kennen sicherlich viele von euch als Nebido und ist bei uns hauptsächlich als Creme im Einsatz. Gibt es hier auch indizierbare Variante, aber mit einer super langen Halbwertszeit sicherlich für die meisten nicht die optimalste Wahl. Von daher hier das Sustanon. Preislich. Habt natürlich hier auch die ganzen Preise für euch mitgenommen, dass ihr mal schauen könnt, was man hier so bezahlt. Das Ganze ist wirklich nur 1 Milliliter und kommt in so einer Brechampulle daher. Die sind ein bisschen nervig, weil ihr dann natürlich immer nur darauf angewiesen seid, 1 Milliliter zu haben und ihr müsst das Ganze halt knicken. Da sind natürlich die Multivials wesentlich angenehmer, die sind hier aber nicht zu finden. Dementsprechend habt ihr hier das Sustanon. Und was haben wir bezahlt? Für 1 Milliliter 250 Milligramm Dosierung haben wir 3,20 Euro bezahlt. Das heißt, für 10 Milliliter, um mir das mal mit den heimischen Preisen vergleichen zu können, würdet ihr dann dementsprechend 32 Euro bezahlen für Apothekentestosteron. Ja, und weiter geht es hier auch mit den injizierbaren Sachen. Sicherlich auch eine feine Sache, Primobolan, in der Form hier von Rimobolan von Bayer. Das Ganze ist dosiert mit 100 Milligramm pro ml und kommt in einer ähnlichen Knickampulle her wie das Testosteron. Da haben wir ein bisschen mehr für bezahlt. Der Rohstoff ist wesentlich teurer als Testosteron und von daher schlägt das natürlich auch im Preis mehr zu Buche. Wir haben bezahlt für 1 Milliliter 5,80 Euro. Das heißt 10 ml würden dann dementsprechend 58 Euro kosten und das Ganze hier auch wieder in einer Knickampulle. Hier gleich mal der Tipp an alle, die das erste Mal verwenden mit diesen Brechampullen. Der nette Apotheker hat mir hier noch einen Tipp verraten. Und zwar, wenn ihr die Brechampullen abknickt, achtet darauf, beim Primobolan ist es ganz oft der Fall, dass noch Öl oben in dem oberen Teil der Knickampulle bleibt, weil dieses Teil hier bricht sozusagen ab. Und eigentlich ist es dann halt so gedacht, dass man das Öl aus dem unteren Part zieht, aber ja, wie gesagt, nette Apotheker hat mich da darauf hingewiesen. Ich weiß sowas natürlich nicht, dass im oberen Part dann da noch einiges an Öl kleben bleibt und gerade wenn ihr hier nur 1 ml habt, stellt dann auch sicher, dass ihr das aus dem oberen Part auch mit rauszieht, um auf dann auch wirklich euren ml zu bekommen. Genau, das ist hier das Primo und dann haben wir natürlich auch noch ein paar andere Sachen abgegriffen, die je nach Leistungsstand vielleicht auch für euch interessant sein könnten, zum Beispiel Schilddrüsentabletten. Wir haben jetzt hier mal T4, Thyroxin einfach geholt, 100 Milligramm, Mikrogramm, oh Gott, Milligramm, Mikrogramm pro Tablette. Bei den Schilddrüsenmedikamenten ist es so, ihr kriegt hier so ziemlich alles, egal ob T3, T4 oder auch die Mischform, da ist so ziemlich alles verfügbar, da könnt ihr euch voll austoben. Bei den injizierbaren Sachen war es ja jetzt schon so, dass das hier ziemlich limitiert ist, also ihr kriegt hier nicht diese ganzen Sachen wie Boldenon oder solche Geschichten, ne? Das ist ja halt hier überhaupt nicht im Verkehr. Da müsstet ihr euch dann schon an Primobolan, Sustanon bzw. Testosteron im Allgemeinen, je nach Ester. Anadrol gibt es dann auch noch solche Geschichten, aber das war es dann auch so ziemlich schon an den Steroiden. Bei den Schilddrüsentabletten sieht das anders aus. Da habt ihr freie Auswahl und könnt euch wild austoben, habt ihr ziemlich alles am Start und die sind super günstig. Also wir haben jetzt hier eine Packung 50 Tabletten, 100 Mikrogramm wie gesagt und das Ganze hat gekostet 1,70 Euro, also wirklich Peanuts und so sieht das auch bei den anderen Sachen aus. Schilddrüse braucht ihr hier gar keine Sorgen machen, alles was ihr wollt und super günstig zu haben. Weiter geht's mit Aromatasehämmern, sicherlich auch für viele interessant bei einer Ersatztherapie natürlich nur. Wir haben jetzt hier den absoluten Favoriten vieler Apotheker genommen. Das ist das Aromasin von Pfizer, 25 Milligramm und eine 30 Tablettenbox. Die sind übrigens hier alle schon in der Tüte beim Transport aufgegangen. Natürlich super ärgerlich, weil ich die eigentlich noch hier wieder zurückbringen wollte. Aber gut, das müssen wir jetzt sehen, wie wir das machen. Wir haben bezahlt, lasst mich mal schauen, für 30 Tabletten haben wir 19 Euro bezahlt, genau, natürlich wesentlich günstiger als hierzulande, trotzdem noch ein relativ teures Produkt, verhältnismäßig, aber auf jeden Fall günstiger als in Deutschland von dem, was ich mir habe hier
so sagen lassen und googeln konnte. Also vielleicht auch eine Möglichkeit, sich hier günstig zu versorgen. Arimidex, Letrozol und diese ganzen anderen Sachen sind natürlich auch verfügbar. Aber Aromasin soll ja hier der Theorie nach schon einige Vorzüge haben, weshalb man sich dann weshalb wir uns für das entschieden haben, um euch das hier natürlich mal für Vorführungszwecke zu zeigen. So, kommen wir mal zu den interessanten Parts, auf die ihr schon gewartet habt. Wachstumshormone in der Form von Genotropin. Wir haben jetzt hier mal einen Pen. Das sind 12 Milligramm und der Umrechnungsfaktor von Milligramm zu internationalen Einheiten ist immer 3. Das heißt, bei einem Pen von 12 Milligramm haben wir hier pro Pen 36 Einheiten. Das Ganze ist wie gesagt so ein Stift. Ich habe natürlich einen leeren Pen gekauft, ne, um Gottes Willen. Für Vorführungszwecke reicht das ja auch, wenn hier gar nichts mehr drin ist. Und dementsprechend wird das Ding dann halt so gedreht, dass im oberen Teil Pulver, im unteren Teil ist halt Flüssigkeit, dann wird das Ganze gedreht und durch das Drehen mischt sich das Ganze und ihr habt das dann frisch angemischt. Diese Sachen sollten natürlich immer gekühlt sein, das heißt, falls ihr euch hier für sowas kaufen solltet, sprecht die Apotheke auf jeden Fall darauf an, bei den Temperaturen, dass sie euch irgendwelche Kühlpads oder ähnliches mitgeben, dass ihr das Ganze dann auch sorglos zu euch ins Hotel oder Apartment transportieren könnt. Genau, da kommt dann oben nur eine Nadel drauf. Hinten stellt ihr dann dementsprechend ein, wie viele Einheiten oder Milligramm ihr applizieren wollt. Und dann könnt ihr schon loslegen. Eine gute Alternative, die viele auch immer noch gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, ihr braucht doch nicht unbedingt diese Nadel. Ihr könnt doch einfach mit einer kleinen Insulinspritze hier oben reingehen in diese Öffnung. Und dann da einfach dementsprechend mit dem teuren Wachstumshormon. Die haben preislich natürlich am meisten reingehauen, aber ich war mir hier natürlich nicht zu schade, für euch ordentlich Kohle auf den Tisch zu legen, um das euch alles mal zu zeigen. Ich habe jetzt hier für den leeren Pen 85 € bezahlt und wenn man das jetzt mal auf die 36 Einheiten runterrechnet, die da drin sind, entspricht das einem Preis von 2,10 € pro Einheit Apothekenwachs. Genau. Ja, sicherlich nicht verkehrt und ja, vielleicht hat ja der ein oder andere da ein Anwendungsgebiet. Außerdem natürlich im Bodybuilding auch weit vertreten Insulin. Wir haben hier mal das gute alte Humalog gekauft, ein sehr schnell wirksames Insulin, was ich mir habe sagen lassen, wird oftmals vor und nach dem Training eingesetzt. Wir haben jetzt hier 5 Stifte und das ist schon mal ein deutlicher Unterschied zu den deutschen Produkten, denn hier haben wir jetzt für 5 Stifte 25 € bezahlt, das heißt 5 € pro Pen. Die sehen ähnlich aus wie die Wachstumshormone. Das sind auch wieder Stifte. Der ist jetzt hier zufällig noch voll, weiß auch nicht, wie das kommt. Und dann dementsprechend wird hier wieder an dem Rädchen gedreht, wird die Einheitenanzahl eingestellt. Entweder kommt oben eine Nadel drauf oder ihr zieht es halt mit der Spritze wieder raus. Und dann kann das Ganze schon in die Anwendung gehen. Genau, 5 € pro Insulinpen ist ja fast geschenkt. Also das ist wirklich eine Sache, die hier super günstig ist. Ja, und das war so ein kleiner Überblick, was hier zu holen ist. Witzigerweise habe ich auch mal gefragt, wie es zum Beispiel so mit Schlafmedikamenten und so weiter aussieht, weil mich das mal interessiert hat. Da hat der nette Apotheker mir aber den Hinweis gegeben, dass das nur mit Rezept hier in der Türkei möglich ist. Wilde Sache, diese ganzen Sachen kann man sich einfach so holen und sie fragen einen an den meisten Stellen sogar noch, ob man nicht noch was anderes mitnehmen will von sich aus oder fragen einen, wie lange man schon trainiert und solche Sachen und sind dann immer ganz interessiert. Aber wenn man dann zum Beispiel ein Schlafmedikament abstauben will, dann machen sie komplett dicht und sagen, nein, das geht nur mit Rezept. Also hier gibt es trotzdem auch noch Regeln. Ihr kriegt nicht alles, was ihr irgendwie wollt, aber diese Sachen sind schon mal am Start. Und natürlich eine schöne Sache, wenn man sich schon entscheidet, solchen Weg zu gehen hier, dass man dann auch wirklich die dementsprechende Qualität hat und da weiß, was dann drin ist. Ich habe auch in mehreren Apotheken gefragt, wo wir mal so vorbeigekommen sind, weil ich natürlich auch checken wollte, wie hier so die Verfügbarkeit ist. Diese ganzen Sachen sind aber eigentlich Standard und in allen Apotheken vorrangig. Das heißt, ihr bekommt die eigentlich alle und überall. Notfalls dauert das irgendwie einen halben Tag Bestellzeit oder so. Wir hatten jetzt aber Glück und überall, wo wir gefragt haben, waren diese ganzen Sachen immer vorrätig. Von daher war das jetzt erstmal kein Problem. Ein Tipp, den ich euch auf jeden Fall mitgeben kann, ist, diese ganzen Sachen sind hier zwar super am Start, aber wenn ihr das ganze Werkzeug braucht, um zu applizieren, das heißt eure Alkoholpads, um zu desinfizieren oder auch die Kanülen und so weiter und so fort, da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die ganzen Sachen aus Deutschland mitzubringen. Denn die sind hier nicht so verfügbar wie bei uns. Ja, gerade zum Beispiel bei den Kanülengrößen habt ihr entweder nur so richtige Harpunen, die wirklich riesig sind und sich dann natürlich dementsprechend nur schmerzhaft anwenden lassen oder ganz, ganz kleine Nadeln, die schon fast Insulinnadeln ähneln, womit man dann nicht tief genug in die Muskulatur kommt, um dann zum Beispiel eine intramuskuläre Injektion jetzt irgendwie im Bein oder im Gluteus zu machen. Von daher kann ich euch nur empfehlen, diese Sachen mitzunehmen. Da seid ihr sicherlich besser dran, als wenn ihr das hier kauft, weil das hier ein bisschen eingeschränkt ist.
Aber ansonsten sind das erstmal die wichtigsten Infos, die ihr braucht. Ihr seht schon, ihr könnt auf jeden Fall euch einen schönen Urlaub machen, je nachdem, wie viel ihr hier reinhauen wollt. Vielleicht bietet es sich auch mal an, hier ein Trainingslager in der Türkei zu machen. Die Gegebenheiten sind auf jeden Fall da. Meine Erfahrungen waren jetzt erstmal hier mehr als positiv. Ich verlinke euch auch die Apotheke, wo ich war. Da wurde mir sehr kompetent weitergeholfen. Und wie gesagt, alle Sachen waren am Start. Das ist auch die einzige 24-Stunden-Apotheke hier in Istanbul, die immer offen hat. Denn ihr müsst auf jeden Fall beachten, sonntags ist hier auch Ruhetag und Apotheken sind so ziemlich die einzigen Geschäfte in der ganzen Stadt, die wirklich um 19 Uhr dicht machen. Ja, alles andere, Friseur, was weiß ich, ihr könnt euch um 3 Uhr nachts die Haare schneiden lassen, das ist hier kein Problem und auch alles andere hat offen. Aber Apotheken sind hier knallhart, um 19 Uhr sind die zu und um sonntags gar nicht offen. Von daher bin ich jetzt hier, weil ich das Ganze für euch am Sonntag geholt habe, zur 24-Stunden-Apotheke gefahren. Aber wie gesagt, die war super. Haue ich euch bei irgendwie hier den Google Maps Link oder irgendwas, was ich da finde, rein. Dann könnt ihr da gerne mal vorbeischicken, schauen und schöne Grüße bestellen. Das war auf jeden Fall eine runde Sache. Genau. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick gegeben, was hier so am Start ist. Sicherlich für viele interessant, wie das von Land zu Land auch unterschiedlich ist. Ne? Und diese ganzen Sachen hier einfach so rumfliegen und die Leute sich da frei bedienen können. Ja, ich werde die ganzen Sachen jetzt erstmal spenden, zurückbringen und was habe ich mich noch nicht so richtig entschieden. Auf jeden Fall ordnungsgemäß entsorgen und dann meinen naturalen Heimweg wieder antreten. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Dabeisein und ja, bis zum nächsten Mal.